Heute erkläre ich dir, welche Änderungen in EA Sports FC 24 bezogen auf die Angriffspositionierung entstehen. Wichtig dabei ist, es gilt nur für die Next-Gen-Konsolen, also PlayStation 5, Xbox Series X und S und den PC. Schau das Video auf jeden Fall bis zum Ende, denn dort gibt es noch ein paar spannende Neuerungen, die ihr unbedingt wissen solltet, wenn ihr mit Außenverteidigern angreift. Falls ihr neu auf dem Kanal sein solltet, dann abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, erlaubt alle Benachrichtigungen, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und klickt auf den Like-Button, wenn es euch gefällt. So, dann sind wir mal wieder auch in den Pitch Notes, wie jetzt auch die letzten Male immer, denn dort sind die genauen Neuigkeiten immer vermerkt. Die erste Neuerung in der Offensive sind sozusagen die Diagonalläufe. Und das war auch schon kurz in dem Trailer zu sehen, wo Haaland so einen Diagonallauf macht und der Pass dann dorthin geht. Und entscheidend dabei ist, dass Spieler nun mehr Diagonalläufe ausführen, um die Lücken zwischen dem Innenverteidiger, Außenverteidiger oder Innenverteidiger und Innenverteidiger nutzen zu können, was es nochmal schwieriger macht, um das Ganze zu verteidigen, glaube ich. Und was außerdem dadurch möglich ist, durch das Precision Passing kannst du ja genau dahin zielen, wo du den Pass hinspielen willst. Und als ich das Passkonzepte-Video hier erklärt habe, war nämlich dort auch der Fall, wo du hinzielst. Dort läuft dann auch dein Stürmer hin, sodass du dadurch natürlich auch schon Diagonalläufe kreieren kannst, was sozusagen doppelt schwer zu verteidigen wird. Wenn der Content bisher gefällt, dann rate ich dir unbedingt, zu meinen Livestreams vorbeizuschauen. Die Streamzeiten findet ihr immer auf dem Community-Tab oder auf dem Discord-Kanal. Ich freue mich, wenn ihr dazu stoßt. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Die zweite Änderung bezieht sich auf Spieler in der Box. Und dort soll es so sein, dass Spieler jetzt cleverer im Strafraum sind und sozusagen Lücken in der Verteidigung selbst erkennen und dann in die freien Räume reingehen, sodass wahrscheinlich der Angriff über Außen und dann in die Mitte reinspielen wahrscheinlich noch mal besser werden wird, weil die Spieler an sich schlauer sein werden und die Räume erkennen werden, wo du einen Pass hinspielen kannst. Wird wahrscheinlich ebenfalls wieder schwieriger zu verteidigen sein und wir kennen es ja aus FIFA 23 eigentlich, einmal außen durchgehen, immer den Pass in die Mitte, in den Rückraum und so fallen 1000% der Tore in FIFA 23 und ich denke in EA Sports FC 24 wird das ebenfalls so sein. Noch ein kleiner Hinweis zwischendurch. Wenn du Lust hast, dich zu FIFA oder anderen Themen in der Community auszutauschen, dann komm unbedingt in den New Age Discord Server. Dort ist die Core-Basis meines Kanals zum Informationsaustausch. Schau doch vorbei für Updates und sonstige Hinweise. Ich freue mich dort, dich anzutreffen. Also schreib dort rein. Und wie ich im Intro schon angekündigt habe, jetzt kommt eine sehr interessante Neuerung. Und zwar bezieht sich die auf die Defensivpositionierung, wenn Außenverteidiger mit in den Angriff integriert werden. Und wir alle kennen es aus FIFA 23. Es ist crazy OP gewesen, wenn du auch noch einen Außenverteidiger oder sogar beide Außenverteidiger mit in den Angriff genommen hattest, weil dann hattest du so eine crazy Überzahl, teilweise eine 6-gegen-4 Überzahl und das war so schwer zu verteidigen. Was aber der Nachteil dabei war, dass oft, wenn du den Ball dann verloren hast, natürlich die Außenverteidigerseite komplett offen war und du so sehr viel Konter kassiert hast und diese Änderung könnte das eventuell ein bisschen zunichte machen. Denn Spieler werden bei Angriffsläufen der Außenverteidiger angepasst, das heißt, sie verschieben sich entweder auf die Außenverteidigerposition oder lassen sich in diesen Raum fallen, um diesen Raum abzudecken. Und dort wird sozusagen genauer darauf eingegangen, wenn ein Außenverteidiger in eine Angriffsposition vorrückt, dann wechselt der Rest der Verteidigungshaltung in die Deckung und spielt in Form einer Dreierkette. Und das ist an sich schon hilfreicher, weil bisher war es so in FIFA 23, wenn du den Außenverteidiger mit nach vorne genommen hast, dann ist der Innenverteidiger auf der Seite des Außenverteidigers, sozusagen der Außenverteidiger geht nach vorne, der Innenverteidiger ist trotzdem dann in der Innenverteidigerposition geblieben und dadurch war immer dieser Raum hier unten frei. Und jetzt ist es so, wenn ein Außenverteidiger nach vorne geht, dann werden die drei restlichen
Spieler, Innenverteidiger und andere Außenverteidiger jetzt im Team nach unten aufrücken und sozusagen diesen äußeren Raum kleiner machen und in einer ganz normalen Dreierkette verteidigen. Inwiefern es wirklich so gut funktioniert, werden wir dann erst in-game erfahren. Aber an sich schon mal eine Besserung. Und jetzt noch eine weitere Änderung, wenn du sozusagen beide Außenverteidiger in die Angriffszone mitnutzt. Das konntest du natürlich mit der Anweisung nach oben und nach links, glaube ich, offensive Außenverteidiger mit in den Angriff integrieren, hieß die Anweisung. Dann kannst du sozusagen, wenn dein defensiver Mittelfeldspieler die Anweisung Innenverteidigung absinken hat, dann werden die beiden Innenverteidiger ihre Breite erhöhen, sodass der ZDM genau in die Mitte rein droppen kann und somit auch wieder eine klarere Dreierkette entsteht. Wie gesagt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, was ihr glaubt, ob das AI-mäßig jetzt wirklich gut funktioniert oder es trotzdem noch crazy Lücken geben wird, was ihr dazu meint oder ob ihr generell Außenverteidiger mit in den Angriff einbaut. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst ein Abo da, lasst ein Like da, teilt das Video gerne mit anderen FIFA-Freunden von euch, damit die besser Bescheid wissen, was in EA Sports FC 24 abgehen kann. Und wenn ihr mehr News und Neuigkeiten zu EA Sports FC 24 erfahren wollt, dann rate ich euch, meine Playlist zu den EA FC News anzuschauen, denn dort erfahrt ihr wirklich alle Neuerungen, sodass ihr dort auf dem aktuellen Stand seid. Und zum Schluss sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.